Herzlich willkommen. Ich bin kein Muttersprachler und lerne seit ein paar Jahren die deutsche Sprache. A warm welcome to you. I'm not a native speaker and I have been learning German for a few years. Die letzte Folge war eine schreckliche Folge. Ich habe einen sehr schlechten Job gemacht und heute habe ich versucht, es besser zu machen. The last episode was a terrible episode. I did a very bad job, and today I've tried to do a better job. Ich erzähle heute eine Geschichte und sie handelt von einem Synthesizer, einem Musikinstrument. I am narrating a story today, and it's about a synthesizer, a music instrument. Tommy stand am Samstagmorgen auf dem Flohmarkt in Kreuzberg und suchte nach Schnäppchen. Tommy stood at the flea market in Kreuzberg on Saturday morning, hunting for bargains. Er liebte alte Sachen, kaputte Radios, verstaubte Platten, alles, was eine Geschichte hätte. He loved old stuff, broken radios, dusty records, anything with a story. An einem wackeligen Tisch sah er einen Synthesizer, schwarz und zerkratzt, mit einem handgeschriebenen Schild 10 Euro funktioniert. At a wobbly table, he saw a synthesizer, black and scratched, with a handwritten sign, 10 Euros works. Der Verkäufer, ein Tipp mit einer Kippe im Mundwinkel, zuckte nur die Schultern, als Tommy fragte, woher das Ding kam. The seller, a guy with a cigarette in the corner of his mouth, just shrugged when Tommy asked where it came from. Tommy zahlte, nahm das Teil unter dem Arm und ging nach Hause, obwohl es schwerer war, als es aussah. Tommy paid, tucked it under his arm, and headed home, even though it was heavier than it looked. In seiner Wege stellte er den Synthesizer auf den Küchentisch und stöpselte ihn ein. In his shared flat, he set the synthesizer on the kitchen table and plugged it in. Als den Einschaltknopf drückte, summte es kurz, dann kam ein Ton, tief, wabernd, fast wie ein Flüstern. When he pressed the power button, it hummed briefly, then a sound came, deep, wobbly, almost like a whisper. Er drehte an den Knöpfen und plötzlich roch es nach verbranntem Gummi, obwohl nichts brannte. He turned the knobs and suddenly it smelled like burnt rubber, even though nothing was burning. Seine Mitbewohnerin Jule kam rein und fragte, was stinkt hier wie ein alter Reifen? His roommate Jule came in and asked, what stinks in here like an old tire? Tommy grinste nur und sagte, dass er ein Schnappchen gemacht hätte, aber Jule schüttelte den Kopf. Tommy just grinned and said he scored a bargain, but Jule shook her head. In der Nacht wachte er auf, weil er Musik hörte. Keine normale Musik, sondern ein Chaos aus Piepsen und Dröhnen. That night, he woke up because he heard music, not normal music, but a chaos of beeps and drones. Der Synthesizer spielte von allein, obwohl er ihn ausgeschaltet hätte, bevor er ins Bett ging. The synthesizer was playing on its own, even though he had turned it off before going to bed.
Er stolperte in die Küche und die Lichter flackerten, als ob der Strom Verrückte spielte. He stumbled into the kitchen and the lights flickered like the power was going nuts. Auf dem Display, das vorher leer war, blickte jetzt ein Wort. Hör mich. On the display, which had been blank before, a word now flashed. Hear me. Tommy zog den Stecker, aber das Ding lief weiter. Wie konnte das sein? Tommy unplugged it, but the thing kept going. How was that possible? Am nächsten Morgen googelte er die Marke Klaggeist 3000 und fand einen alten Forumseintrag. The next morning he googled the brand Klanggeist 3000 and found an old forum post. Jemand schrieb, dass das Teil in den 80ern von einem Musiker gebaut wurde, der spurlos verschwand. Someone wrote that it was built in the 80s by a musician who vanished without a trace. Angeblich war der Synthesizer verflucht, weil der Typ seine Seele irgendwie reingesteckt hätte. Supposedly, the synthesizer was cursed because the guy somehow put his soul into it. Tommy lachte laut, weil er nicht an so einen Quatsch glaubte. Oder doch? Tommy laughed out loud because he did not believe in that nonsense. Or did he? Aber als er den Stecker wieder reinsteckte, hörte er eine Stimme, leise und kratzig. Ich bin noch hier. But when he plugged it back in, he heard a voice, faint and scratchy. I'm still here. Tommy starrte den Synthesizer an, während die Stimme noch in seinem Ohren nachhallte. Tommy stared at the synthesizer while the voice is still echoing in his ears. Er rieb sich die Augen und murmelte, das ist doch totaler Blödsinn, oder? He rubbed his eyes and muttered, this is total nonsense, right? Aber das Ding summte weiter und die Lichter in der Küche wurden noch unruhiger. But the thing kept humming, and the lights in the kitchen got even more restless. Jule kam wieder rein, verschlafen und genervt, mit einer Tasse Tee in der Hand. Jule came back in, sleepy and annoyed, holding a cup of tea. Tommy, was machst du da? Es ist 3 Uhr morgens und ich will schlafen. Tommy, what are you doing? It's 3 in the morning and I want to sleep. Er zeigte auf den Synthesizer und sagte, das Teil redet mit mir, Jule. Ich schwör's. He pointed at the synthesizer and said, this thing is talking to me, Jule, I swear. Sie verdrehte die Augen und meinte, du hast zu viel Kaffee getrunken. Geh ins Bett. She rolled her eyes and said, you have had too much coffee. Go to bed. Doch dann knackte es laut und die Stimme sprach wieder. Hilf mir raus. But then there was a loud crack and the voice spoke again. Help me out. Jule ließ fast ihre Tasse fallen und starrte Tommy an, als ob er ein Geist wäre. Jule nearly dropped her cup and stared at Tommy like he was a ghost. Okay, flüsterte sie, das ist echt gruselig. Was hast du da gekauft? Okay, she whispered, that's really creepy. What did you buy? Tommy kratzte sich am Kopf und sagte, keine Ahnung, aber ich glaube, wir müssen was tun. Tommy scratched his head and said, no idea, but I think we have got to do something. Sie setzten sich an den Tisch und schauten sich
das Ding genau an, obwohl sie Angst hätten. They sat at the table and examined the thing closely, even though they were scared. Auf der Unterseite war eine kleine Gravur. H. Richter, Berlin 1983. On the bottom was a small engraving. H. Richter, Berlin 1983. Jule holte ihren Laptop und suchte nach H. Richter, Musiker 1983, während Tommy wartete. Jule grabbed her laptop and searched for H. Richter, musician 1983, while Tommy waited. Sie fand eine alte Zeitungsseite. Musiker verschwindet nach Konzert. Synthesizer als letzter Hinweis. She found an old newspaper page. Musician disappears after concert. Synthesizer as the last clue. Der Artikel sagte, dass Herr Richter ein experimenteller Künstler nach einem Auftritt spurlos weg war. The article said that H. Richter, an experimental artist, vanished without a trace after a gig. Tommy las laut. Seine Bandkollegen hörten seltsame Töne aus seinem Synthesizer, bevor er ging. Tommy read aloud. His bandmates heard strange sounds from his synthesizer before he left. Jule sah ihn und fragte, meinst du, er ist irgendwie da drin? Jule looked at him and asked, do you think he is somehow in there? Tommy schluckte schwer und nickte langsam, weil er keine bessere Idee hätte. Tommy swallowed hard and nodded slowly because he did not have a better idea. Plötzlich fing das Ding an zu vibrieren und der Raum wurde kalt, richtig kalt. Suddenly, the thing started vibrating and the room got cold, really cold. Tommy sprang auf und sagte, wir müssen das Ding loswerden, bevor es schlimmer wird. Tommy jumped up and said, we have got to get rid of this thing before it gets worse. Jule hielt ihm am Arm fest und meinte, warte mal, vielleicht braucht er wirklich Hilfe. Jule grabbed his arm and said, hold on, maybe he really needs help. Der Synthesizer vibrierte jetzt so stark, dass die Teetasse auf dem Tisch wackelte. The synthesizer was vibrating so hard now that the teacup on the table shook. Ein hoher Ton schrillte plötzlich los und Tommy hielt sich die Ohren zu. A high-pitched tone suddenly blared and Tommy covered his ears. Jule schrie, mach das leiser, verdammt! Aber Tommy fand keinen Knopf, der funktionierte. Jule yelled, turn it down, damn it! But Tommy could not find a knob that worked. Dann hörte der Ton auf und die Stimme kam wieder. Klarer diesmal. Spiel meine Musik. Then the sound stopped and the voice came again, clearer this time. Play my music. Tommy und Jule schauten sich an, als ob sie beide dasselbe dachten. Was jetzt? Tommy and Jule looked at each other like they were both thinking, what now? Tommy setzte sich zögernd hin und legte die Finger auf die Tasten, obwohl er kein Musiker war. Tommy sat down hesitantly and put his fingers on the keys, even though he was not a musician. Er drückte eine Taste und ein tiefer, rauer Klang füllte den Raum, irgendwie schön, irgendwie unheimlich. He pressed a key and a deep, rough sound filled the room, somehow beautiful, somehow creepy. Jule flüsterte, das klingt wie etwas.
das ich mal in einem Club gehört habe. Jewel whispered, "That sounds like something I heard in a club once." Tommy spielte weiter, einfach drauflos, und die Töne wurden zu einer Melodie, die er nicht kannte. Tommy kept playing, just messing around, and the notes turned into a melody he did not know. Plötzlich leuchtete das Display wieder auf. Danke. Noch ein Stück. Suddenly, the display lit up again. Thank you. One more piece. Die Kälte im Raum ließ nach und es fühlte sich an, als ob etwas Schweres weg war. The cold in the room faded, and it felt like something heavy was gone. Jule holte tief Luft und sagte, "Vielleicht mag er, was du spielst, Tommy." Jule took a deep breath and said, "Maybe he likes what you're playing, Tommy." Tommy nickte und dachte, "Okay, ein letztes Mal, dann höre ich auf." Tommy nodded and thought, "Okay, one last time, then I'm done." Er spielte ein wildes Stück mit schnellen Tönen und einem harten Beat, wie in einem alten Techno-Track. He played a wild piece with fast tones and a hard beat, like an old techno track. Der Synthesizer glühte fast und die Stimme sagte, "Frei, ich bin frei." The synthesizer practically glowed and the voice said, "Free, I'm free." Dann wurde es still. Kein Summen, kein Flackern, nur die Küche und der Geräusch von kaltem Tee. Then it went quiet. No humming, no flickering, just the kitchen and the smell of cold tea. Tommy schaute Jule an und fragte, war das jetzt echt? Oder sind wir einfach müde? Tommy looked at Jule and asked, was that real? Or are we just tired? Jule zuckte die Schultern und meinte, keine Ahnung, aber ich glaube, wir behalten das Ding nicht. Jule shrugged and said, no idea, but I think we are not keeping that thing. Das war's für heute. Wenn eines Ihrer elektronischen Geräte anfängt, sich seltsam zu verhalten, sollten Sie sich wahrscheinlich selbst überprüfen lassen. That's it for today. If one of your electronic devices starts behaving in a strange way, you should probably get yourself checked. Wahrscheinlich sind Sie derjenige, der Probleme hat, nicht das Gerät. Most likely, you're the one having problems, not the device. Ich hoffe, Sie kommen in der nächsten Folge wieder. Tschüss. I hope you come back for the next episode. Bye.